Before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Ja, hallo und herzlich willkommen zu This is the Police. Ein Spiel mit einem schönen Start, beziehungsweise einem kleinen Einblick in den Hauptprotagonisten, beziehungsweise also wirklich denjenigen, den man spielt, mit dem man zu tun hat und dessen Geschichte man auch hört. Es ist auf jeden Fall schon irgendwie ein bisschen traurig, schon am Anfang, wenn man das jetzt hier sieht ja auch. Aber es ist auf jeden Fall ein mega cooles Spiel. Erinnert mich total so von seiner Art einfach her an Papers, Please, auch wenn es schon deutlich anders ist. Artstyle finde ich cool, Musik und so finde ich cool. Und ich habe es halt auch schon ein bisschen angespielt, einfach um es mir anzugucken, abgesehen davon, dass ich es auch schon in meinem Stream gesehen habe, sodass ich auch in etwa so die Anfänge eben kenne. Also ich spoilere natürlich nichts oder so ähnlich, aber da schon mal, dass ihr Bescheid wisst, da weiß ich schon so ein paar Sachen, habe ich schon halt mal reingeguckt. So, und ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an und machen ein neues Spiel. Bürgermeister Rogers, Sexsüchtiger. Stadt bestätigt Gerüchte um Jack Boyds Rücktritt. Das bin übrigens ich. Auf Bitte von Bürgermeister Rogers, Mark Ward 2 wird in Freeburg noch am Tag vor der Weltpremiere gezeigt. Geil! Am Tag vor der Weltpremiere. Also man sieht auch hier schon so ein bisschen, teilweise sind gerade die Zeitungstitel, die Schlagzeilen etwas ironisch bzw. auch verlächerlicht. Einfach um das Spiel auch so ein bisschen witzig noch zu halten. Und schwarzer Humor ist auch echt wichtig, aber machen wir mal weiter. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences.
But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Guten Morgen. Gestern hat das Büro des Bürgermeisters offiziell Ihren Rücktritt verkündet. War das eine Überraschung für Sie oder wussten Sie vorab davon? Überraschung? Der Bürgermeister hat es mir mit mir besprochen. Ich habe diesen Mist schon vom Bürgermeister erwartet. Oder welchen Unterschied macht das? Also was ganz cool ist, dass man hier auch in solchen Sequenzen immer so ein bisschen seine Entscheidung einsetzen kann, was wirklich für einen am besten erscheint. Ich sag mal, ich bin mal ein bisschen cocky. Bürgermeister Rogers ist ein ehrenloser, korrupter Politiker und er hat nur auf eine Gelegenheit gewartet, mich loszuwerden. Nice. Wissen Sie bereits, wer Ihr Nachfolger sein wird? Nö. Natürlich nicht, und ich glaube auch nicht, dass man im Büro des Bürgermeisters schon einen Namen hat. Passt mit dem, was ich vorher gesagt habe. Nach dem jüngsten Korruptionsskandal hat der Stellvertreter Francis Kendrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde, könnte das seine Meinung ändern? Ich sag mal vielleicht. Klingt durchaus möglich, wenn er den Eindruck hätte, dass die neue Position ihm dabei helfen könnte, der Stadt noch eine Weile zu dienen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man im jüngsten Korruptionsskandal drin ist oder drin war, wie auch immer, und dann als Polizeichef läuft. Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Passt? Können Sie dazu etwas sagen? Wenn es der Polizei hilft. Ja, läuft, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe nie mit der Mafia zusammengearbeitet, aber ich kann nicht im Namen aller Männer und Frauen der Polizei sprechen. Ich kann nicht allen meinen Beamten rund um die Uhr nachspionieren. Wieso eigentlich nicht? Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren früheren Ruhestand sein könnte? Woher soll ich das wissen? Ich weiß auch nicht, wie meine persönliche Beziehung zum Bürgermeister steht. Auch wenn ich ihn eh schon beleidigt habe. Das fragen Sie ihn besser selbst. Passt. Jo, gerne. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Ich mag diese Szenen hier sehr, das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Recht einfach, aber gerade cool. Und seine Stimme ist mega gut. Das passt perfekt. Gut, dass sie da auch nichts Deutsch synchronisiert haben. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning.
That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Penner ist das, ey. Jetzt haut mir auch noch die Zigarre weg. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Läuft bei ihm. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Okay, spielt auf jeden Fall alles so ein bisschen in der Vergangenheit, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn ja hier kein Jahr angegeben ist. Nächster Polizeichef könnte ein untergebener Boyd sein. Ja, Francis Kendrick könnte Jack Boyd ersetzen. Ja, habe ich auch, weiß ich nicht. Jack Boyd, Bürgermeister, Rogers ist professionell. Habe ich das gesagt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Perfekt ist nicht so geil. Auf zur Arbeit. Also, warte mal, 180 Tage. 180 Tage hat eben der Bürgermeister gesagt. Cops don't use ja, the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Okay, würden Sie gerne Tipps dazu bekommen, wie das Spiel funktioniert? Ja, warum nicht? Die Freeburger Polizei ordnet bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute und morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen und Detectives fahren mit ihren Ermittlungen fort. Sie können angestellte Probleme von einer Schicht in die andere versetzen. Okay.
Alle Polizisten und Detectives verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Okay. Professionalität zeigt den gesamten Effizienzlevel ihrer Polizisten an. Ein Wert von 150 stellt den Durchschnitt dar. Alle Polizisten darunter sind nicht gänzlich zuverlässig, während die mit einem deutlich höheren Wert in Professionalität so grundsolide sind, selbst wenn es hart auf hart kommt. Der individuelle Wert an Professionalität kann im Laufe einer Karriere steigen oder sinken. Ja gut, deutsche Übersetzung ist nicht perfekt. Energie zeigt an, wie müde ihre Polizisten sind. Je weniger Energie ihre Leute haben, desto weniger zuverlässig ist ihre Arbeit und ein erschöpfter Polizist könnte am Steuer einschlafen oder einen schwerwiegenden Fehler auf der Arbeit machen. Läuft. Ihre Angestellten verlieren einen Punkt Energie nach jedem Arbeitstag und erhalten einen neuen Punkt nach jedem Tag aus. Okay, das scheinen die dann hier zu sein. Hier ist die Professionalität. Ihre Angestellten erzählen ihnen nicht alles. Einige zusätzliche Eigenschaften sind versteckt. Zum Beispiel sind manche Polizisten faul und werden sich alle möglichen Ausreden ausdenken, um einen freien Tag zu bekommen, während andere gerne über den Durst trinken. Läuft. Sie können über solche Dinge nur spekulieren, sollten aber ihre eigenen Schlüsse aus dem Verhalten ihrer Angestellten ziehen können. Okay? Ja, Schicht B. Kochi, wie auch immer. Kochi denke ich mir eher. Ist da die beste? Price. Wow. 5. Sick. Und das sind die Detectives dann. Sind auch alles scheiße. Na gut, los geht's. Ist jetzt Tag 2. Also wahrscheinlich dann von 180. Mal gucken. Oh, geil. Okay. Schicke Musik schon mal. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Sie werden Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, von wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter weg das Ziel von der Polizeiwache ist, desto länger werden ihre Beamten dorthin brauchen. Und umso länger werden ihre Leute unabhängig für neue Jobs sein. Okay, das ist einfach. Das wird dann wahrscheinlich runterlaufen. Ich kann eh nichts anderes machen. Said if you want my fricassee, you'll have to run me down. So. Die einfachste Methode, die Schwierigkeit einer Aufgabe festzustellen, ist zu überprüfen, wie viele Einheiten Sie so schicken können. Hier sind es jetzt 2. Je mehr Einheiten Sie schicken können, desto größer ist die zu erwartende Gefahr. Besonders risikoreiche Missionen geben Ihnen die Möglichkeit, ein SWAT-Team zu schicken, aber dieses muss von wenigstens einem regulären Polizisten begleitet werden. Okay. Die Anzahl an Plätzen ist nicht das Einzige, was Sie beachten sollten. Alle verfügbaren Informationen von der Lage des Tatorts zum Vorhandensein von Waffen und so weiter. All das kann Ihnen sagen, wie ernst Sie den Fall jeweils nehmen müssen. Eine Mission kann auf den ersten Blick einfach aussehen, sich aber in ein Schlachthaus verwandeln. Oder es kann ein ernster Anruf hereinkommen, der sich als falscher Alarm herausstellt. Okay. Einkaufszentrum, Fahrerflucht. Ein verheiratetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf einem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang erst heraus, um zu helfen, stieg dann aber schnell wieder ein und fuhr weg, nachdem er gesehen hatte, dass er einen Obdachlosen angewischt hatte. Okay, setze ich mir die beiden ein. Die sind beide recht hoch. Das hört sich ja schon recht eindeutig an. Okay, und hier ist, wo die Zigarre war, ist die Polizeistation. Der fährt da hin. Was ist das? Ein Kinomanager berichtet, dass ein betrunkener Mann während einer Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Rosebud verzierten Snowboard den Einsatz zum Zielgenot zu erzwingen. Als man ihm den Zugang verweigerte, griff er den Kassierer gewalttätig an. Derzeit kämpft der Mann mit dem Sicherheitsdienst des Kinos. Okay, Sicherheitsdienst ist da. Das hört sich aber trotzdem gefährlich an, also schicke ich mal die beiden. Die Musik ist schon mal ganz witzig. Okay. Fahrerflucht. Wenn alles gut läuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass die Kriminellen manchmal entkommen können. Versuchen Sie vor allem tote Polizisten und Zivilisten zu vermeiden. Das ist eine gute Idee. Tote Polizisten werden ihr Team schwächen und tote Bürger ärgern den Bürgermeister sogar noch mehr als Lebende. Läuft. Okay, gefasst, Beamte unversehrt und gibt Professionalitätspunkte. Läuft. Und jetzt kommen die auch wieder hier zurückgefahren. Ja. Kann man, glaube ich, hier auch. Genau, hier, die sind im Einsatz, fahren hin. Täter auch gefasst. Zivilisten auch unversehrt, läuft.
Direkt 2 erfolgreiche Einsätze. Bewaffneter Raub in der Vorstadt. 3 mit einer Schrotflinte bewaffneten Teenager haben eine Videothek überfallen und sind mit ihren gesamten Sammlungen an Pornofilmen geflohen. Die Täter flohen in einem Auto, aber der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Die Besitzerin ist eine Gen, die in der Vorstadt lebt. Ich habe nur noch, ich nehme mal die beiden, die wirklich mit einer Schrotflinte sind. Ist das ja nicht besonders ungefährlich. Was ist das? Ein Bruder und eine Schwester sind über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit geraten. Einer der Anwälte hat erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen und heute Abend hat der Wachwächter des Krankenhauses frei. Jetzt warte ich mal eben ab. Die sind ja gerade wieder da. Schicke ich mal den und den. Scheiß die. Ist glaube ich eine die, ne? Ja. Sieht nicht besonders gut aus, aber er kriegt das bestimmt hin. Hoffe ich. Okay, die sind auch wieder da, die sind auch da, nice. Ist jetzt auch schon später, später nicht, Nachmittag. Was haben wir hier? Ghetto, Angriff, läuft. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angriffen und dann mit seiner Gitarre und seinem Geld wegrennen. Da schicke ich mal die beiden hin, damit ich noch jemanden in der Hinterhand habe. Dann sollten hoffentlich 2 reichen. Wenn Ihre Polizisten nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, können Sie sie kontaktieren und fragen, wie sie mit ihrer Situation umgehen sollen. Versuchen Sie sich möglichst um alles zu kümmern, was anfällt, aber verschwenden Sie nicht all Ihre Zeit darauf. Sie haben noch genügend andere Probleme zu erledigen. Die Zeit hält aber an, also kann man das auch in Ruhe machen. Das ist schon mal gut. Bewaffneter Raub Vorstadt. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch das offene Fenster sind Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer zu hören, was wahrscheinlich die Kids sind. An die Tür klopfen, aufmachen, Polizei, dann verschwinden sie wahrscheinlich da hinten. Man kann natürlich durch ein offenes Fenster an das Haus schleichen. Jetzt hört ja, dass die da drin sind. Ich nehme mal das, dass man die einschüchtert. Das sind schließlich nur Teenager. Okay, RIP. Das ging schnell. Hatten tatsächlich auch eine echte Shotgun anscheinend, aber Täter sind gefasst worden. Ja, wir haben schon Toten. Läuft. Erster Tag oder so richtig erster Tag. Ja. Aber okay, auch das lief ein bisschen besser. Das war die gewaltsame Auseinandersetzung. Das war das mit dem Testament, glaube ich. Jetzt wird das Licht hier angemacht. Ich finde das auch so witzig gemacht hier. Ist das quasi eben, dass er da an seinem Schreibtisch sitzt und fertig. Und dann das Licht an, ne? Angriff. Okay, das war auch nur zu zweit. Da konnte ich theoretisch 3 einsetzen, hat aber auch so gepasst und es ist nichts passiert. Ja gut, aber wir haben direkt einen Toten. Oder eine tote Polizistin. Uff. Lief nicht so wie geplant. Okay. Ich glaube, jetzt kann auch nichts mehr passieren, also kann ich den Tag beenden. Wenn Sie glauben, dass Sie am nächsten Tag ein paar extra Leute brauchen werden, können Sie jedem Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Aber wenn Sie ohne Pause durcharbeiten, werden Sie deutlich erschöpfter sein. Und dann wird zwangsläufig jemand einen Fehler machen. Ja, daher brauche ich auf jeden Fall jemanden, der mal... Ich nehme jetzt einfach mal Schicht A dann. Schicht B hatten wir ja gerade. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here?
It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Rip him.